Wusstest du, dass in vielen deutschen Häusern ab 22 Uhr wirklich Ruhe sein soll? Und dass schon ein kleiner Fehler im Treppenhaus schnell Ärger bringen kann? Naja, mit den Nachbarn halt? Heute lernst du, wie du im deutschen Hausalltag klarkommst. Hausordnung verstehen, Nachbarn ansprechen, Müll trennen und kleine Treffen im Hof. Alles auf B1-Niveau, für echte Situationen direkt vor deiner Wohnungstür. Genau, das brauchst du für den Alltag. Treppenhaus, Klingel, Müllraum, Innenhof, Keller. Wir zeigen dir, was man sagt, wie man freundlich, aber direkt ist, und wie du Missverständnisse vermeidest, zum Beispiel beim Grillen im Hof oder wenn es mal zu laut ist. Hey und hallo zusammen. Die ganze Lektion gibt's bei Vocabli. Also, steigen wir ein. Erstmal dieses Wort, Hausordnung. Das ist das Regelblatt im Haus, oft am Eingang oder im Keller. Da steht zum Beispiel drin, Ruhezeiten, wann man putzt, wo Fahrräder hin sollen oder wie man Müll trennt. Ja, und Mülltrennung ist, wirklich wichtig. Meist gibt es Restmüll, Bio, Papier und gelber Sack, also Verpackungen aus Plastik und Metall. Wenn du unsicher bist, frag kurz den Nachbarn. Entschuldigung, wohin kommt das? Apropos Fragen, viele sagen, Deutsche sind kalt. Ich finde, sie sind eher direkt und ruhig. Also man macht nicht super viel Smalltalk im Treppenhaus, aber wenn du klar und freundlich bist, klappt das total gut. Und leise sein ist Gold wert, wirklich. In vielen Häusern gibt es Mittagsruhe, so ungefähr von 13 bis 15 Uhr und ab 22 Uhr eben Nachtruhe. Heißt, Musik leiser, Staubsauger aus, bohren lieber am Samstagvormittag. Bevor wir weiterreden, machen wir schnell ein kleines Rollenspiel, ja? Stell dir vor, du bist neu eingezogen und triffst die Nachbarin im Treppenhaus. Du willst wissen, wie hier Mülltrennung läuft und wann es ruhig sein soll. Okay, ich bin der Neue. Los geht's. Guten Tag. Sind Sie neu im 3. Stock? Ja, genau. Entschuldigen Sie, darf ich kurz fragen, wie trenne ich hier den Müll? Ich will es richtig machen. Klar. Papier kommt in die blaue Tonne im Hof, Bio in die braune, und der gelbe Sack ist für Verpackungen. Die Säcke holst du dir im Rathaus oder im Supermarkt an der Info. Ah, super, danke. Und gibt es hier feste Ruhezeiten? Ja, ab 22 Uhr bitte leise, und sonntags keine laute Arbeit. Wenn du mal feiern willst, häng vorher einen Zettel ins Treppenhaus. Das hilft. Perfekt, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gern, Ihnen auch. Und willkommen im Haus. So einfach kann das sein. Kurz, freundlich, direkt. Und es zeigt Respekt für die Regeln, das kommt echt gut an. Genau. Und wenn doch mal ein Problem ist, sag lieber schnell Bescheid. Zum Beispiel, Hi, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, die Musik war gestern etwas laut. Wäre super, wenn wir abends ein bisschen leiser sind. Das klingt höflich, aber klar. Viele Experts erzählen ja, dass direkte Kommunikation hier sehr geschätzt wird. Also nicht ewig andeuten, sondern ehrlich, freundlich, fertig. Haha, ja. Und noch was Alltägliches, Pakete. Wenn niemand zu Hause ist, nimmt oft ein Nachbar das Paket an. Dann findest du einen Zettel im Briefkasten oder an der Tür, so von wegen, Paket bei Frau Meier im 2. Stock. Und wenn du selbst ein Paket hast, klingle freundlich. Hallo, ich habe ein Paket für Sie angenommen. Möchten Sie es abholen? Kurz, höflich, fertig. Ich erzähle kurz eine kleine Geschichte, passt genau zum Zusammenleben. Eine Freundin war bei einer Hausputzaktion, so ein Hof- oder Kelleraufräumtag.
total nett, alle packen mit, und man lernt die Nachbarn kennen. Klingt gut, aber ich spüre schon ein Aber. Ja, sie hat aus Versehen eine Tüte mit persönlichen Sachen in den Müll gegeben, also in die große Altpapierbox. Panik. Am Ende haben alle mitgesucht, und sie haben die Tüte wiedergefunden. Peinlich, aber auch irgendwie schön, weil alle geholfen haben. Oh Mann, das ist so ein typischer Moment. Tipp daraus: Bitte Sachen immer beschriften, gerade im Gemeinschaftskeller. Und wenn du unsicher bist, frag lieber einmal mehr, als etwas wegzuwerfen. Total. Übrigens, viele denken, das Leben in Deutschland ist überall gleich teuer. Nee, überhaupt nicht. Miete in München versus Leipzig, das ist ein großer Unterschied. Und auch, ob du in einer WG wohnst oder allein, macht viel aus. WG heißt Wohngemeinschaft, also man teilt die Wohnung. Ist oft günstiger und man hat gleich Leute im Haus, die man fragen kann, wie das hier so läuft. Spart Geld und Nerven. Und es gibt diese Wörter, Kaltmiete und Warmmiete. Kaltmiete ist nur die Miete für den Raum. Warmmiete ist mit Heizung und Nebenkosten, also Betriebskosten wie Wasser, Hausstrom, Müllabfuhr. Guter Punkt. Und zum Heizen noch ein Alltagsding: Stoßlüften. Also lieber kurz die Fenster ganz auf, 5 bis 10 Minuten, statt sie den ganzen Tag auf Kipp zu lassen. Das spart Energie und macht die Luft schnell frisch. Wir haben jetzt schon viel gesagt. Kleines Zwischenquiz, okay? Kurzer Test, weißt du noch, was Hausordnung bedeutet? Na klar. Hausordnung ist das Regelblatt für das Haus. Ruhezeiten, Putzen, Müll, Fahrräder und so. Das hängt oft im Eingangsbereich. Richtig. Und noch eins, wie sagst du höflich, dass es zu laut ist? Zum Beispiel: Entschuldigung, es ist gerade etwas laut. Könnten Sie die Musik bitte leiser machen? Vielen Dank. Genau so. Freundlich, konkret, ohne Drama. Gehen wir weiter zu den kleinen Festen im Haus, also Grillen im Hof oder auf dem Balkon. Da gibt's oft Diskussionen. Manche denken, Grillen ist immer verboten. Meist stimmt das nicht, aber es gibt Regeln, je nach Hausordnung. Ja, manche erlauben es ein paar Mal im Jahr, andere sagen nur im Hof, nicht auf dem Balkon. Wichtig ist, Rauch beachten, Nachbarn fragen und Asche komplett abkühlen lassen. Ich finde, ein kurzer Zettel hilft: Am Samstag grillen wir ab 16 Uhr im Hof, kommt gern vorbei. Das mit dem Zettel ist super. Und eine kleine Anekdote: Jemand wollte Currywurst zum Grillen mitbringen und kam dann mit einem riesigen Currygericht im Topf, ohne Wurst. Alle mussten lachen, aber es war ein netter Start für Gespräche über Essenstraditionen. Haha, ja, das ist genau dieser Kulturschatz im Alltag. Mein Tipp: Wenn du unsicher bist, frag einfach, was soll ich mitbringen? Salat, Brot, Dips oder Getränke gehen immer. Und Getränke in Pfandflaschen kann man später zurückgeben. Dafür gibt es Pfandautomaten im Supermarkt. Zum Thema Pfand: Du gibst die Flasche ab, bekommst einen Bon und den ziehst du dann an der Kasse vom Preis ab. Klingt klein, aber das ist so ein Alltagsritual hier. Noch ein Alltagsmoment: die Wäsche. In vielen Häusern gibt es einen Trockenraum im Keller. Bitte Wäsche aufhängen und später wieder abnehmen, damit andere auch Platz haben. Und die Waschmaschine nachts besser nicht laufen lassen, wegen der Ruhe. Stimmt. Und im Treppenhaus bitte nichts hinstellen, außer es ist erlaubt, zum Beispiel Kinderwagen auf einem markierten Platz. Feuerwehrwege müssen frei bleiben, das ist wichtig. Lass uns noch ein kurzes Rollenspiel machen, diesmal zum Grillen im Hof, okay? Bin dabei. Ich lade dich ein.
Hey Julia aus dem 2. Stock, wir grillen am Samstag ab 16 Uhr im Hof. Kommst du auch? Oh Jern. Was soll ich mitbringen? Ich könnte einen Nudelsalat machen oder Brot besorgen. Nudelsalat klingt super. Ach, und bitte denk dran, ab 22 Uhr machen wir leiser. Wenn du willst, bring auch Teller und Besteck mit, wir haben nicht genug. Alles klar, ich freue mich. Bis Samstag. Perfekt. So einfach kann eine Einladung klingen. Kein großes Programm, einfach nett und klar. Noch 2 Missverständnisse, die ich oft sehe. Erstens. Manche denken, wenn Leute im Haus wenig reden, sind sie unfreundlich. Nee, die meisten sind einfach ruhig und mögen Privatsphäre. Ein kurzes Hallo und ein Lächeln reichen oft völlig. Zweitens, das ständige Meckern, haha. Viele sagen, Deutsche beschweren sich gern über Wetter oder Nebenkosten. Ich würde sagen, sie sprechen Dinge eben direkt an. Du musst das nicht persönlich nehmen, und manchmal ist es sogar hilfreich, weil Probleme schneller gelöst werden. Genau. Und wenn dich etwas stört, ist es normal, das auch zu sagen. Obtsasch, du bleibst respektvoll. So entsteht Vertrauen im Haus. Noch was Praktisches, schwarzes Brett. In manchen Häusern hängt ein Brett für Infos, Handwerkertermine, Sperrmülltage, Putzplan oder Angebote wie Suche Bohrmaschine, biete Umzugshilfe am Samstag. Schau da mal regelmäßig drauf. Und Sperrmüll ist für große Sachen, also Sofa, Matratze, alte Regale. Meist gibt es einen Termin, und dann stellt man es raus. Bitte nicht einfach alles in den Hausflur, sonst gibt's Ärger. Wenn es doch mal knallt, zum Beispiel laute Party ohne Ankündigung, bleib cool. Geh hin, klopf freundlich und sag, hey, könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser sein? Morgen ist Früharbeit. Meist klappt das, ohne Polizei und ohne Drama. Ja, und wenn du selbst eine Feier hast, mach die Tür zu, Musik nicht auf volle Lautstärke, und wie gesagt, ein Zettel vorher ist Gold. Schreib kurz. Wir feiern am Freitag zwischen 19 und 22 Uhr. Danke für euer Verständnis. Kurzer Sprachtipp noch, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ist eine super Einleitung. Danach kommt die Info und am Ende ein Danke. Das wirkt freundlich und klar. Und wenn du Hilfe brauchst, sag konkret, was du brauchst. Könnten Sie mir kurz die Tür unten öffnen? Oder, hätten Sie zufällig einen Inbusschlüssel? Dieses gerade Ausreden spart Zeit und Missverständnisse. Mir fällt noch der Keller ein. Viele Häuser haben Abteile mit einem Schloss. Halte deinen Bereich sauber und stell keine Farbeimer mitten in den Gang. Sicherheit geht vor. Und Fahrräder, oh ja. Wenn es einen Fahrradraum gibt, nutze den. Im Treppenhaus ist es oft verboten, schon wegen der Fluchtwege und auch, weil Reifen Schmutz reintragen. Fenster und Lüften hatten wir ja schon. Ein kleiner Zusatz, in alten Häusern ist Schimmel ein Thema. Deshalb wirklich lieber kurz, aber ganz öffnen. Stoßlüften morgens und abends, das rettet dir oft die Kaution am Ende. Kaution ist die Geldsumme, die du am Anfang zahlst, als Sicherheit. Wenn alles okay ist, bekommst du sie später zurück. Also Wohnung pflegen lohnt sich, ganz praktisch gesehen. Noch ein Minitipp für Post und Namen. Schreib deinen Namen auf den Briefkasten und die Klingel, sonst kommen Briefe nicht an. Und wenn du einen Mitbewohner hast, trag beide Namen ein. Und wenn der Name an der Klingel falsch ist, sag der Hausverwaltung kurz Bescheid. Hausverwaltung ist die Firma oder Person, die das Haus organisiert, also Reparaturen, Putzdienst, Müllplätze und so. Ich glaub, wir sind gut durch. Bevor wir schließen,
eine Frage an euch: Wie sind die Regeln in eurem Haus? Und welche Situationen waren für euch am schwierigsten? Mülltrennung, Ruhezeiten oder Einladungen im Hof? Teilt gern euren besten Tipp für ein entspanntes Miteinander. Und wie gesagt, wenn ihr das vertiefen wollt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.